Hallo, heute beginnen wir eine wahnsinnig spannende Reise. Etwas, was ich seit einer ganzen Weile schon machen will. Und zwar bauen wir unser erstes Auto auf Allrad um. Das ist was, bisher konnten wir Allrad bestellen oder eben auch nicht bestellen. Und es gab so viele Autos, wo Kunden uns immer wieder gefragt haben, geht Allrad oder geht Allrad nicht? Und wir haben jetzt einen Weg gefunden, wie wir bestimmte Fahrzeuge auch nachträglich zu einem Allrad machen können, obwohl sie als Frontantrieb kommen. Und das machen wir. Das hier ist unser Testobjekt an diesem wunderschönen Pössl 2Wind Plus. Das ist ein Modelljahr 2020. Das heißt, wir haben einen Euro 6 Detemp-Motor. Und so wie der Wagen jetzt hier steht, ist das Fahrzeug ein Fahrzeug mit normalem Frontantrieb mit dem 165 PS Motor. Wir werden das Fahrzeug jetzt mit euch zusammen mal anschauen und gucken, wie es ist. Und werden dann Stück für Stück darauf eingehen, was gemacht werden muss, was passiert, und wenn alles fertig ist, in 1, 2 oder 3 Videos, haben wir hoffentlich ein Auto, was mit einem zuschaltbaren Allradantrieb hier steht. Der Dongel Allradantrieb ist ein zuschaltbarer Allradantrieb. Das heißt, wir haben erstmal einen permanenten Frontantrieb, erstmal also keinerlei Kraftstoffmehrverbrauch, weil der Allradantrieb nur läuft, wenn er gebraucht wird. Wir wollen uns vor allem heute angucken, wie sieht das Auto vorher aus, und damit wir das vergleichen können, was passiert, habe ich mir was zu messen mitgebracht, weil am Ende des Tages sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterachse die Höhe des Fahrzeugs sich verändern wird. Wir haben hier, damit wir einfach hinterher Referenzpunkte haben, ich hoffe, die sind sinnvoll, weil Allrad ja für uns auch neu ist. Wir haben vom Beginn der Radnabe hier unten bis an die obere, wie halte ich das fest? So. Bis hier direkt untere Kante Radlauf haben wir hier an der Vorderachse 40 cm, und je nachdem, was sich nachher ändert, nehmen wir nochmal die Höhe direkt vom Boden, genau auch in der Mitte gemessen, haben wir hier 78,5 cm. Ich bin gespannt, was da rauskommt. An der Hinterachse, um da auch gleich den Wert mit dabei zu haben, haben wir hier oben 43 cm und so ja, 82,5 cm. Also ich glaube, es sollen 2-3 cm an der Vorderachse mehr Höhe generiert werden und an der Hinterachse ein bisschen mehr. Da gibt es dann auch verschiedene Optionen. Also um vorweg mal zu sagen, was wir bei diesem Auto machen. Wir machen eben den zuschaltbaren Allradantrieb mit rein. Er wird eine Differentialsperre, die 100% sperrbar ist, an der Hinterachse bekommen. Und er wird die Höherlegung bekommen. Dongel bietet verschiedene Blattfedern an und er soll einen ganzen Tick höher. Bin also gespannt, was da rauskommt. Für den ganzen Umbau, wir fahren uns das Auto gleich rein, gucken uns das an, wie es aussieht, müssen erstmal Trittstufe und ein paar Sachen Unterflur ab, aber das schauen wir uns gleich von unten an. Wichtig, glaube ich, um den Allradantrieb einschätzen zu können, ist, das geht nur für Citroën, also nicht für ein Pössl auf Fiat-Basis und auch nicht für andere Fiat-Fahrzeuge derzeit. Und wir können beide Motorisierungen, also 140 und 165 PS, umbauen und beide Chassis-Varianten, also das Light und das Maxi-Chassis. In dem Fall hier, weil das die stabilste und von Haus aus schon höchste Variante ist, haben wir ein Maxi-Chassis. Das könnt ihr vor allem daran erkennen, dass wir hier im vorderen Bereich die Radläufe haben. Der hat jetzt auch die 16 Zoll Alufelgen, die werden auch langfristig drauf bleiben, aber so hat er auf jeden Fall schon die hohen Achslasten vorne und hinten. Dieser Pössl 2Wind Plus eignet sich besonders gut zum Umbauen, weil wir den schon von Haus aus echt unabhängig ausgestattet haben. Der hat die Truma Kombi Dieselheizung, das heißt, wir haben schon mal keinen Gasverbrauch in der Heizung. Wir haben einen Kompressorkühlschrank mit eingebaut und er kriegt noch zusätzlich eine Solaranlage mit 2x110 Watt aufs Dach, hat die großen Batterien, also so ein Auto, mit dem man rundum unabhängig ist. Und wenn ich dann noch ein Fahrwerk drin habe, mit dem ich wirklich an jeden Strand komme, glaube ich, ist das eine ziemlich coole Geschichte. Prinzipiell ist aber der Ausbau des Autos gar nicht so relevant für das, was ihr mit dem Auto dann machen wollt, weil wir den Allradantrieb auch in 540er Autos, das heißt auch bei zum Beispiel einem Summit 540 oder einem Roadcamp R oder sonstigen Dingern verbauen können und theoretisch auch bei 636ern. Nur da muss man schon wieder sagen, kommen wir irgendwo an Gewichtsthemen und da muss man schauen, ob wir klarkommen, weil der Allradantrieb nachher mit allem drumherum fast 150 Kilo wiegen wird. Das heißt, wenn ihr euch für Allrad interessiert, sollten wir eine Gewichtsbilanz vorher aufmachen und schauen, was ist. Damit ihr aber wisst, was wir hier sehen, wir haben Holzdekor Elegance mit dem Polsterstoff Silver.
Das Ganze in dem klassischen Tube in Plus. Das heißt, wir haben hier hinter mir ein großes Doppelbett, Kleiderschrank, Kühlschrank und eine schöne Nasszelle hier mit um die Ecke, die auch Toilette, Duschmöglichkeit und auch mit dem Fenster nach außen, sodass man toll auch die Dusche als Außendusche benutzen kann. Prinzipiell gibt es aber ja zu dem Tube in Plus schon verschiedene Videos und wir werden sicherlich auch nochmal ein ausführliches in Kürze nachreichen, indem ihr euch die Ausstattung dieses Autos genau anschauen könnt. Wir fahren uns jetzt den Tube in Plus mal in die Halle rein und dann gucken wir mal von unten, was umgebaut werden muss, damit das mit dem Allrad alles hinhaut. So sieht der Peugeot Tube in Plus von unten aus. Wir gucken jetzt einfach mal, was weg muss. Dann schrauben wir das alles weg und dann gucken wir nochmal gemeinsam drunter. Und dann gucken wir nochmal gemeinsam drunter, wenn alles wieder da ist und dann, wenn wir alles wieder dran haben. Also grundsätzlich hier vorne natürlich die Motoreinheit. Wir haben hier den Dieseltank und den AdBlue-Tank oder den AdBlue-Bereich mit dabei. Da soll es von Dongel nachher Schutzbleche für geben. Die haben wir mitbestellt. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Was auf jeden Fall für den Umbau runter muss, ob das hinterher wieder dran passt, werden wir später sehen, ist die Trittstufe. Da sind wir auch noch gar nicht ganz mit dem späteren Besitzer des Autos fertig. Er sagt, vielleicht lassen wir die Trittstufe von Haus aus weg, weil es momentan ja der tiefste Punkt ist und die Wahrscheinlichkeit, dass man sich die abfährt, relativ hoch ist, wenn man wirklich Offroad fahren will. So, nach hinten geguckt, das ist alles original Citroën, das darf alles erstmal bleiben. Worum wir uns hier gleich noch kümmern müssen, ist auf jeden Fall die gesamte Abwassereinheit, dass die vom Auto runterkommt, den Tank, in dem wir alles, was jetzt nicht Toilette ist, also Dusche, Küche, das sozusagen, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, ist der Austritt von dem gesamten Küchenbereich, der in den Abwassertank läuft. Und hier haben wir die beiden Abläufe aus der Duschwanne, die da reinlaufen. Das müssen wir jetzt alles auch noch ein bisschen freiräumen, weil für den Umbau das Auto von unten aussehen muss, als wenn es gar nie ein Wohnmobil geworden wäre. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Wir waren jetzt gestern fleißig abends und haben das ganze Auto unten freigeräumt, wie Dongel das gerne haben wollen würde. Das heißt, wir haben alles so wiederhergestellt, wie es der normale Kastenwagen wäre. Was ihr eben gesehen habt, hier in dem ersten Teil, hier hing die Trittstufe noch dazwischen. Die muss weg für den Umbau. Dann, was sicherlich die einschneidendste Änderung ist, und da bin ich auch gespannt, wie wir das am Ende des Tages lösen werden. Hier hing ja gerade noch der Abwassertank, der fast bis vors Ersatzrad geht, bis ungefähr hier. Der ist komplett runtergekommen. Das Einzige, was wir gelassen haben, hier sind die Austritte von wahrscheinlich Waschbecken und den beiden Duschaustritten unten und hier auf der gegenüberliegenden Seite von der Küche. Die bleiben dran, die können auch dranbleiben. Das habe ich mit Dongel so abgeklärt. Und auch die Kabel für die Trittstufe lassen wir erstmal einfach hier unten liegen. Und wenn das dann alles wiederkommt, gucken wir mal, was passt. Bleiben darf auch, das ist das Einzige, was jetzt hier Unterflur noch erkennen lässt, dass es ein Wohnmobil ist. Das sind die Halter, die Gegenstücke von der Sitzbank oben, dass die Steifigkeit gegeben ist. Dadurch, dass aber der Antriebsstrang vom Allradantrieb so ein bisschen außermittig auf der Seite laufen soll, dürfen wir das lassen. Also ich bin ganz gespannt, wie es wird. Ja, wir sind gespannt. Das Auto wird in Kürze abgeholt und sobald es weitergeht, teilen wir euch das natürlich gerne mit.
Also denkt dran, den Kanal zu abonnieren, damit ihr rechtzeitig eine Information bekommt, wenn das Auto wieder hier ist. Und dann haben wir hoffentlich den ersten Pursuit 2Wind Plus Allrad bei uns auf dem Hof. Und von da an können wir dann Allrad liefern. Bis bald bei uns in Stowe. Viel Spaß bei den nächsten Videos.